Hi, erstmal herzlich willkommen an alle meine neuen Abonnenten. Es sind ja doch in relativ kurzer Zeit ziemlich viele neue dazugekommen, dadurch, dass ich bei Mr. Trashback Kanal der Woche war. Bei mir geht es heute um das Thema Superweitwinkelobjektive, genauer gesagt geht es hier um das Valimax 14mm T3.1, mit dem ich das Video hier auch filme. Ich werde erklären, ob sich der Kauf lohnt und wofür man Superweitwinkelobjektive eigentlich braucht. Deshalb jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, für was braucht man so ein Superweitwinkelobjektiv? Ich denke mal, die meisten Leute kaufen sich so ein Superweitwinkelobjektiv, um damit Landschaftsfotos zu machen oder Landschaftsfilme und sowas. Ich habe mir das Objektiv jetzt aber hier zugelegt, weil ich ein relativ kleines Zimmer habe und durch so ein Superweitwinkelobjektiv wird alles irgendwie so verzerrt, dass zum Beispiel ein kleines Zimmer extrem groß aussieht, was für mich ein ziemlicher Vorteil war. Ich ziehe jetzt bald um in eine neue Location, wo ich das Objektiv wahrscheinlich nicht mehr brauchen werde, weil ich da ziemlich viel Platz habe. Aber ich glaube, die letzten 5 oder 6 Videos habe ich mit diesem Objektiv gedreht. Die könnt ihr euch halt mal anschauen, wenn ihr Interesse an diesem Objektiv habt. Fangen wir wieder erstmal an mit der Verarbeitung und falls ihr schon andere Valimax Objektive im Einsatz hattet, könnt ihr das mit dem 14mm Objektiv ungefähr vergleichen. Das heißt, die Bauqualität ist ungefähr die gleiche, der Fokusring läuft butterweich wie bei anderen Valimax Objektiven auch und insgesamt gibt es bei der Verarbeitung eigentlich nichts zu meckern, außer wie immer auch der Objektivdeckel, der fühlt sich sehr klapprig und billig an. Ist jetzt nicht so mein Geschmack, aber irgendwo muss man ja auch sparen. Denn das Objektiv kostet relativ wenig Geld, also ungefähr die Hälfte von dem, was man sonst so für Superweitwinkelobjektive ausgeben muss. Von daher kann man sich da eigentlich auch gar nicht über so einen billigen Objektivdeckel beschweren. Das Objektiv ist übrigens vollformattauglich und gibt es für alle gängigen Mounts, das heißt Sony, Nikon, Panasonic, Canon und so weiter. Ich würde euch trotzdem empfehlen, bei manuellen Objektiven immer zur Nikon-Version zu greifen, weil ihr Nikon-Objektive an allen anderen Herstellern noch adaptieren könnt. Das heißt, wenn ihr einen Systemwechsel habt und vielleicht von Sony auf Panasonic oder sowas wechselt, könnt ihr mit der Nikon-Version alles adaptieren. Ist ein Riesenvorteil. Das Wichtigste bei so einem Objektiv ist ja die Bildqualität und alle, die jetzt da so ein extrem scharfes Objektiv erwarten, die muss ich leider enttäuschen. Das Objektiv zählt echt nicht zu den schärfsten Objektiven, aber es ist scharf genug für Full HD und 4K Videos und sowas, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Für Leute, die jetzt mit einer 30 Megapixel Kamera irgendwie ein Landschaftsfoto machen wollen, für die ist das Objektiv eher nichts. Was natürlich auch zur Bildqualität immer beiträgt, ist die Blende und die wird hier bei diesem Objektiv in T-Stops angegeben. Das heißt, wir haben hier einen T-Stop von 3.1, was einem F-Stop von 2.8 entspricht. Der Unterschied zwischen F-Stop und T-Stop ist folgender. Der F-Stop gibt einfach das Verhältnis von Brennweite in Millimeter zu Blendenöffnung in Millimeter an und der T-Stop gibt an, wie viel Licht tatsächlich durchkommt. Das heißt, dieses Objektiv hier hat eine rechnerische Blende von 2.8, aber effektiv kommt so viel Licht durch wie bei einem 3.1 Objektiv. Das liegt einfach daran, dass durch diese Glaselemente so ein bisschen Licht geschluckt wird bzw. reflektiert wird und somit kommt nicht alles Licht an und ihr habt effektiv so viel Licht wie bei einem 3.1 Objektiv. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass ihr da so Zahngrenze an dem Objektiv dran habt. Das heißt, da könnt ihr den Follow-Fokus einsetzen, ohne jetzt so Zahngrenze nochmal zuzufügen. Außerdem gefällt mir, dass ihr die Blende stufenlos einstellen könnt. Das ist ein Riesenvorteil, wenn ihr wechselnde Lichtsituationen in einer Szene habt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel vom Innenraum nach draußen geht oder sowas, könnt ihr damit einfach die Blende stufenlos einstellen. Was ein Riesenvorteil im Vergleich zur Fotoversion von einem Objektiv ist, wo ihr so eine klickende Blende habt. Es gibt aber leider auch ein paar Sachen, die mir gar nicht gefallen an einem Objektiv. Zum einen sind es die Lensflares, die damit erzeugt werden. Wenn ihr die Lichtquelle direkt im Bild habt, geht es einigermaßen, dann sehen die Lensflares eigentlich ziemlich gut aus. Aber sobald ihr die Lensflares direkt an den Bildrand bekommt, entstehen so regenbogenfarbenartige Lensflares, die mir gar nicht gefallen. Außerdem haben die eine sehr komische Form. Macht nicht so viel Spaß damit zu arbeiten. Was mir auch gar nicht gefällt, ist, dass die Verzerrungen leider nicht komplett ausgeglichen sind. Das heißt, ihr habt ganz am Bildrand nochmal so leichte runde Verzerrungen wie bei so einem Fischer-Objektiv. Gefällt mir leider gar nicht und ist auch bei so einem Weitwinkelobjektiv eigentlich nicht erwünscht. Dann gibt es noch einen Aspekt, der mir leider gar nicht gefällt an diesem Objektiv und zwar ist das fehlende Filtergewinde. Filmer brauchen ja gerade bei Tageslicht öfters mal einen D-Filter und die könnt ihr da leider gar nicht befestigen. Das heißt, ihr braucht entweder so ein Filtersystem von Lee oder sowas, wo ihr so einen Filter davor setzt oder eben eine Mattebox und das macht das Ganze dann wieder unhandlich und teuer. Das heißt, da hätte ich mir gewünscht, dass man da irgendwie ein Filtergewinde hätte dran machen können. Ist natürlich schwierig, weil die Frontlinse natürlich sehr gewölbt ist und soweit ich weiß, haben das andere Hersteller auch nicht hinbekommen. Von daher darf man das Valimax jetzt hier nicht so zum Vorwurf machen. So, das waren jetzt sehr viele negative Sachen und sehr wenig positive Sachen von diesem Objektiv. Trotzdem behalte ich das Objektiv und trotzdem arbeite ich auch sehr gerne damit. Liegt einfach daran, dass es sehr viel Spaß macht, mit so einem Ultraweitwinkelobjektiv zu filmen und zu arbeiten. Der Bildlook ist cool, die Schärfe ist vollkommen ausreichend zum Filmen und ihr könnt relativ verwacklungsfrei aus der Hand damit filmen, was für mich auch ein Riesenvorteil ist, weil ich nicht so gerne mit so einem riesen Rig rumlaufe. Das heißt, unterm Strich gefällt mir das Objektiv doch sehr gut, obwohl ich viele negative Sachen darüber gesagt habe. So, vielen Dank fürs Zuschauen von meinem Review zum Valimax 14mm T3.1 Objektiv. Wie gesagt, das war jetzt das letzte Video in dieser Location hier, danach geht es ins neue Büro nach drüben. Ich freue mich drauf, eine Roomtour ist auch geplant, deshalb seid gespannt und drückt auf Abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Video, macht's gut, ciao!